Ja, moin zusammen. Hallöle. Heute zeige ich euch mein nächstes Teil für mein Stadion. Und das ist die Punkteanzeige. Die ist nämlich äußerst wichtig beim Blood Bowl. Und ja, dabei gibt es wieder ein bisschen Musik und ich quatsche dabei ein bisschen. Gehen wir doch direkt ins Video, ne? Bis gleich. Ja, da haben wir schon mal das Base von der Punkteanzeige. Ich benutze Uniform Green für das Grün. Dann benutze ich noch das German Common Matte Brown, alles von Model Color. Und das Beigebraun benutze ich auch fürs Fass. Also so, dann noch Stone Grey und ein Light Tone von Army Painter Quick Shade. Und natürlich Grasstreu vom Army Painter und Holzlack. Holzlack ein bisschen mit Wasser verdünnen, auftragen, drüber streuen und schon habt ihr ein schönes Ergebnis. Als nächstes nehmen wir das Unterteil. Da ist ein WC untergebracht. Und ja, das wird einfach nur beigebraun bemalt. Ich schaue, dass ich da auch immer schön die Holzstruktur beibehalte. Sprich, dass ich nicht zu dick auftrage. Denn wir möchten das hinterher natürlich noch waschen. Wie gesagt, mit dem Light Tone von The Army Painter Quick Shade. Es gibt natürlich noch den Strong Tone, aber das finde ich macht das Holz sehr, sehr dunkel. Das seht ihr sehr schön bei meinem TV-Stand. Den habe ich ja im vorherigen Video. Ich packe das mal hier in die Infobox. Habe ich das gemacht und es sieht einfach sehr, sehr dunkel aus. Was zwar mal ein Gebäude gerne haben darf, aber wenn ich das alles mache, dann ist das ganze Spielfeld halt sehr, sehr dunkel. Oh, die Tür noch und die Leiter noch. Die Leiter mache ich mit zwei verschiedenen Brauntönen. Ich finde, das sieht auch ganz nett aus. Und dann noch eben die Metallteile schwarz machen, damit ich hinterher trocken bürsten kann mit Silber. Dafür nehme ich dann das Gunbolt Metal Silver, heißt das, glaube ich. Und ja, das hier ist jetzt zum Beispiel einfach Beige, also Beige Brown. Damit wird erstmal hier alles angemalt. Ihr seht den ganz leichten Unterschied jetzt vorne bei den Schildern. Das eine ist halt das Beige Brown und das andere ist das Flat Earth Braun. Und das war mein Handy, natürlich mal wieder mitten in der Aufnahme. Aber was soll's. Wenn wir das fertig haben, werde ich die Schriftzeichen, also die Schriftzeichen in Blau und in Rot machen. Genau wie die Helme. Die mache ich jetzt braun, weil ich hinterher nur Rot und Blau so ein bisschen drüber machen möchte. Damit das ja so ein bisschen verwittert aussieht, als wäre das schon ein paar Mal benutzt worden. Weil ich finde, das sieht einfach schöner aus, wenn da die Sonne drauf knallt. Der Schnee, Regen etc. pp. So, das Zeichen hinter dem Football, also das Blood Bowl Zeichen, mache ich tatsächlich auch alles nur Holz. Beziehungsweise den Ball mache ich ebenfalls in einem schönen Braun. Da mische ich Beige und Rot zusammen, damit das so ein Rotbraun ergibt. Und die Zacken werden natürlich auch wieder alles schwarz gemacht, damit ich sie hinterher trockenbürsten kann, genauso wie die Teile an dem Helm.
Gesichtsschutz und ähnliches. Das WC-Zeichen habe ich übrigens in einem Ockergelb gemacht, weil wenn hinterher dann das Wash drauf kommt, dann wird das ja auch wieder dunkler, dann finde ich das ganz nett. So, und das ist es. Soweit. Jetzt muss nur noch das Wash drüber. Da gehe ich auch ran ohne Verluste. Also das wird überall drüber gezogen. Sehr dünn natürlich bei den Metallteilen, aber es wird überall drüber gezogen. Und dann kleben wir es gleich nur noch aufs Base. Vorher noch eben ein paar Silberteile, die ich übersehen habe, machen. Und schon geht's los. Und ihr seht, es gibt ein sehr, sehr schönes Braun. Natürlich könnt ihr auch verschiedene Brauntöne für die verschiedenen Bretter nehmen. Aber das wird sich gleich sowieso ein bisschen ergeben, weil ihr nie hundertprozentig gleich dick das Wash auftragt. Das funktioniert nun mal nicht. Ja, hier gehe ich auch bewusst über die farbigen Sachen, weil das wirkt dadurch dann auch wieder ein bisschen schmutziger, ein bisschen usseliger. Weil ich einfach mal, ja, ich glaube, dass so im Mittelalter, wenn American Football im Mittelalter gespielt wurde, was es nicht wurde, geschichtlicher Fakt, glaube ich, das einfach da gestanden hätte und dann halt Wind und Wetter ausgesetzt war. Und ich nehme an, das ist in der Fantasy-Welt auch so. Wie gesagt, die ganzen Modelle, die ich jetzt hier für mein Stadion mache, sind alle von Kraken Studios 3D. Wie immer, Link unten. Da findet ihr auch den Link für mein Merchandise und für Matcha-Chin, ein Teegetränk, was ich gerne trinke. So, wie ihr seht, zusammengeklebt ist es super. Jetzt fehlt natürlich noch die Zahlen. Die habe ich hier in der Box. Die sind noch nicht grundiert und nichts. Die werde ich noch machen. Dann werde ich ich werde sie einfach beigemahlen. Und die Ziffern werde ich weiß machen. Das Ganze dann ebenfalls mit einem Lightton überziehen. Aber das muss ich euch jetzt nicht antun. Ich habe 20 von diesen Plättchen. Aber ihr seht, es funktioniert halt super. Dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.